So Leute, heute habe ich einiges dabei. Es geht um weißes Gold und wie kann man davon profitieren? Legal davon profitieren. Ihr werdet es sehen. Außerdem wird ein Depot-Update vom Hauptdepot durchgeführt, das aktuell ganz gut läuft. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns losgehen. Beginnen wir mit einem Depot-Update. Wir sehen, Advanced Micro Device oder besser gesagt AMD hat seine Gewinne bzw. seine Entwicklung gut halten können. Alphabet hat durch die aktuellen Zahlen leider die Gewinne, die bis jetzt verbucht waren, komplett abgegeben und ist aktuell mit minus 1,8% in der Kreide. Amazon hält sich aktuell auch relativ gut, vor allem die letzten Quartalszahlen waren überzeugend. Apple hatte ein durchwachsenes Quartal, der Umsatz ging wieder mal etwas zurück, wobei der Gewinn sich steigern konnte. Problem, was die Apple-Aktie bzw. das Unternehmen hat, ist der Ausblick ins kommende Quartal. Und aus diesem Grund hat auch Apple etwas abgegeben an Kurswert. Problem, wir haben auch BYD oder besser gesagt aktuell alle Autobauer, da die Verkaufszahlen, die internationalen Absatzzahlen der Autos in diesem Quartal eher desaströs waren. Aber BYD hält sich im Vergleich zu anderen Autobauern relativ gut. Ich bin auch davon überzeugt, dass BYD langfristig wahrscheinlich meiner Meinung nach der beste Autobauer der Welt werden könnte. Bei Meta ist nicht viel passiert. Es hat etwas an Umsatz verloren. Im Gegensatz dazu hat Microsoft durch die überragenden Zahlen eine sehr gute Steigerung darstellen können. Es gibt außerdem 2 neue Werte im Depot, das ist Palantir und Roku. Natürlich auch in Bezug auf AI ist, glaube ich, Palantir die Aktie schlechthin. Ich muss dazu sagen, es war etwas glücklich, da ich Palantir und Roku vor den Quartalszahlen mit einem engen Stop gekauft habe und die Kursentwicklung unerwartet kam, würde ich einmal so behaupten. Der Stand dieser Aufzeichnung ist Donnerstag. Mal schauen, wie sie sich dann weiterentwickelt, ob es zu einem Rücksetzer kommt oder sie weiterlaufen. Erfahrungsgemäß laufen sie kurze Zeit weiter. Beide Aktien laufen mit einem Trailing Stop, sprich, würden sie wieder zu viel abgeben, fliegen sie automatisch raus aus dem Depot. Und zu guter Letzt, der Zuckerwert ist aktuell 4,4% im Plus und hoffe, entwickelt sich dementsprechend in den nächsten 3 Monaten weiter. Geht diese Rechnung nicht auf, wird dieser Wert auch von mir wieder abgestoßen aus dem Depot. Hier kurz ein Gesamtüberblick des Depots. Das Depot hat eine Entwicklung aktuell von 8%, wobei die Gesamtentwicklung darunter liegt das daran, dass nicht der gesamte Depotwert investiert ist. Es sind in etwa 350.000 Euro investiert und dieser Wert hat sich auf 375.000 vermehrt, was ein Kursgewinn von 28.000 Euro in etwa entspricht. Man muss sagen, es ist eine Momentaufnahme. Es läuft aktuell relativ gut. Wenn es immer so laufen würde, wäre es natürlich super. Aber man soll sich nicht täuschen lassen. Es gibt auch Zeiten, da sieht die Entwicklung natürlich anders aus. Legal profitieren durchs weiße Gold. Genau, es geht um Zucker. Heute sprechen wir über die Südzucker AG. Die Südzucker AG grundsätzlich ist ein Betrieb, der in Deutschland ansässig ist, in der EU und auch international verkauft. Seine Geschäftsfelder teilen sich in 5 Gebiete. Zucker,
Spezialprodukte, Corp Energies, Stärke und Obst. Jeder dieser 5 Sparten für sich hat wieder Untersparten, die gewisse Teile abdecken, wo von der Zuckerproduktion über den Obstanbau bis hin auch zur Kraftstoffgewinnung durch Biostoffen oder alles andere dabei ist. So, bevor wir in die Analyse starten, einen kurzen Überblick. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 300% Gewinnsteigerung gehabt und gleichzeitig im Vergleich zu den Mitbewerbern eine bessere Performance hingeliefert. Nicht bezogen auf den Aktienkurs, sondern bezogen auf den Kennwerten. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass meiner Meinung nach das Unternehmen 43% unterhalb ihres Fair Values gehandelt wird. Insofern klingt es nach einer interessanten Möglichkeit. Lasst uns starten. Beginnen wir mit dem Kursverlauf der Aktie während der letzten Jahre. Hier auf diesem Chart ist leicht zu erkennen, dass sich die Südzucker AG eher seitwärts bewegt hat, während sich der Zuckerpreis seit in etwa Oktober 2022 steil nach oben bewegt. Dadurch entsteht ein Gap. Dieses Gap ist meiner Meinung nach hauptausschlaggebend, warum sich die Zuckerwerte in den nächsten Monaten im Vergleich zum generellen Markt besser entwickeln könnten. Betrachtet man nun die prozentuelle Entwicklung des Zuckerpreises im Vergleich zu den zuckerherstellenden Firmen, kann man erkennen, dass der Zuckerpreis mit über 130% sich wesentlich besser als die Zuckerwerte selbst entwickelt hat. Froster hat mit 18% noch am besten abgeschnitten, aber im Vergleich zur Steigerung des Zuckerpreises lächerlich. Dementsprechend gilt hier, es muss Aufholpotenzial da sein. Entweder müssen sich die Zuckerhersteller in Richtung des Zuckerpreises entwickeln oder der Zuckerpreis wird Richtung den Zuckerherstellern sich entwickeln. Das muss sich jeder für sich selbst überlegen. In diesem Fall, es gilt, alles ist nur meine Meinung, keine Anlageberatung. Macht eure Fehler selbst, ihr werdet schon daraus lernen. Hoffe ich zumindest. Sehen wir uns kurz die letzten Schlagzeilen an. Im Dezember 2022 hat die Firma ein Rückkaufprogramm von ungefähr 27.000 Scheinen in die Wege geleitet. Man sieht, auch bei den Earnings kann die Südzucker-Aktie aktuell überzeugen und übertrifft die Erwartungen des Marktes. Und nicht nur in den Earnings steht die Aktie relativ gut da, sondern auch der Ausblick für das Jahr 2023-2024 ist durchaus positiv. Das Unternehmen kommt dabei auf eine Marktkapitalisierung von etwa 3 Milliarden Euro, einem Gewinn von 613 Millionen Euro und einen Umsatz von in etwa 10 Milliarden Euro. Betrachtet man nun kurz die Geldflüsse der einzelnen Sektoren, erkennt man, dass mit Zucker der meiste Umsatz gemacht wird und den anderen Sparten immer weniger Umsatz generiert wird. Man erkennt außerdem, dass natürlich bei steigendem oder gleichbleibendem Umsatz der Gewinn sich ändert im Laufe der Zeit, liegt natürlich am steigenden Zuckerpreis. Das Unternehmen bietet aufgrund seines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 4,8 im Vergleich zum Vergleichsdurchschnitt mit in etwa 33 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Betrachte ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum europäischen Durchschnitt, also sprich zur Lebensmittelindustrie in Europa, das in etwa bei 16,1 liegt, ist auch hier das Unternehmen deutlich günstiger bewertet. Und selbst wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von eben 4,8 im Vergleich zum fairen Kurs-Gewinn-Verhältnis von in etwa 10 lege, sehe ich, es ist gut bewertet. Also alles in diesem Bereich spricht einmal für das Unternehmen. Um den fairen Preis zu ermitteln, verwende ich die Discounted Cashflow Methode bzw. das Discounted Cashflow Modell. Das führt mich zu einem fairen Wert in etwa von 25,23 Euro. Man sieht, das Unternehmen aktuell mit um den 14 Euro ist wesentlich günstiger bewertet. Auch das spricht für das Unternehmen. Es ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt.
da der Gewinn der Südzucker-Aktie in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um 20% sinken soll pro Jahr. Das Unternehmen ist in etwa mit 0,3 Mal seinem Umsatz bewertet, was im Grunde relativ günstig auch im Vergleich zu den Mitbewerbern ist. Man sieht, dass hier eine durchschnittliche Bewertung von in etwa 1 kommt. Also sprich, die meisten Unternehmen in dieser Kategorie oder die zu dieser Sparte gehören, haben ein Umsatz-zu-Kurs-Verhältnis von 1, wobei die amerikanischen Werte wie Snack Foods etwas darüber liegen und deutsche Werte etwas darunter. Die Gewinne des Unternehmens wachsen in etwa mit 0,9% pro Jahr, welches unterhalb des Durchschnitts im Markt ist. Die durchschnittliche, oder besser gesagt, das durchschnittliche Gewinnwachstum ist in etwa bei 2,1%. Betrachtet man diesen Chart, erkennt man sofort, dass in etwa bei gleichbleibendem Umsatz das Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt, was bedeutet, dass das Unternehmen profitabler wird. Diese Profitabilität kommt wahrscheinlich aus dem gesteigerten Zuckerpreis. Jetzt zu ein paar erfreulichen Werten. Das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum eben von den 65% ist verglichen mit der Lebensmittelindustrie, die im Wesentlichen um 7% wächst, deutlich höher. Der Umsatz wächst mit im Schnitt 8% pro Jahr und die Eigenkapitalrendite von Südzucker liegt in etwa so um den 16% mit einer Nettomarge von 6,2%. Man sieht, das Unternehmen ist grundsätzlich sehr profitabel und hat Potenzial nach oben. Mit dieser Grafik erkennt man sofort, dass das Wachstum oder das durchschnittliche Wachstum der Firma in den vergangenen 5 Jahren in etwa bei 65% liegt. Im letzten Jahr bei 329%. Ich rede vom Gewinnwachstum. Und dadurch erkennt man, die Explosion im Gewinnwachstum hängt natürlich mit der Explosion vom Zuckerpreis zusammen. Gleichzeitig ist der Aktienkurs nicht gestiegen, was meiner Meinung nach bedeutet, irgendwas muss sich ändern. Entweder wird das Unternehmen extrem unterbewertet oder der Zuckerpreis extrem überbewertet. So oder so, eine Annäherung an einen fairen Wert wird sich ergeben. Ein Grund, warum die Aktie vielleicht nicht besser performt hat, ist, dass sich in den vergangenen Jahren die Schulden permanent gesteigert haben. Und gerade jetzt im aktuellen Zinsumfeld höhere Schulden natürlich höhere Kosten verursachen. Aber nachdem wir jetzt gerade an einem Zinswendepunkt stehen, könnte das eben wiederum dafür sprechen, dass mit dem hohen Zuckerpreis auch die Aktie dementsprechend gut performen wird, da die Schulden mehr in den Hintergrund rücken. Die Netto-Neuverschuldung von in etwa 40% kann man als zufriedenstellend ansehen. Nachdem die Schulden aber von 30 auf 54% gestiegen sind, ist das Verhältnis des Eigenkapitals zu Schulden schlechter geworden. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir momentan an einer Zinswende stehen, was dem Ganzen wiederum weniger Relevanz einräumt. Das Unternehmen liefert zudem Dividenden, aktuell um die 5%. Diese Dividenden sind jedoch nicht konstant und schwanken relativ stark, hier auf dem Chart klar erkennbar. Wenn man alles kurz zusammenfasst, kann man sagen, dass die Südzucker AG sehr gut bewertet ist, geringes Wachstum aufweist, aber eine gute Performance. Finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist durchwachsen, aber eher gut, wenn man mit berücksichtigt, dass die Zinsen in der kommenden Zeit zurückkommen werden. Es werden kleine Dividenden ausgeschüttet, aber das ist nicht unbedingt der Kaufanreiz für diese Gelegenheit. Die Kaufchance in meinen Augen ist genau das Gap zwischen Zuckerpreis und Zuckerhersteller. Wir werden sehen, wie sie sich entwickeln wird.